Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es uns einmal um das spaßige Glücksspiel für die ganze Familie. Die Rede ist natürlich von Drachenfights. Falls ihr in letzter Zeit mal am End unterwegs wart und an einem Drachenfight teilgenommen habt, sind euch wahrscheinlich ein paar Veränderungen aufgefallen. Gemeint sind jetzt aber nicht die Clowns, welche den Drachen mit Fledermäusen oder Ballons abschießen, sondern zu einem der Loot von den Drachen. Denn seit dem Reforged-Update reicht es den Skyblock-Entwicklern nicht, dass man sich aus den Überresten des Drachens Rüstung und Waffen schmiedete und den Drachen sogar noch sein Junges klaute in Form des Enderdrachen-Pets. Nun werden auch noch die Krallen und Hörner vom Drachen abgehackt, um diese dann auf die eigene Rüstung zu kleben, welche ebenfalls oftmals aus Drachenüberresten besteht, um etwas mehr Schaden an Gegnern zu machen, die man schon seit über ein Jahr one-hitten kann. Doch neben den neuen Items hat sich auch das Loot-System etwas verändert, denn viele von euch werden wohl den Forum-Post kennen, bei dem erklärt wird, dass ein Auge 100 Drachenwichtung entspricht und 450 Drachenwichtung nötig sind, um eine Chance auf alle Drops zu haben. Aber der Post ist genauso outdated wie der Ersteller dieses Forum-Posts. Denn seit dem Reforged-Update ist es beispielsweise auch möglich, neben Schuhen einen Helm zu leechen, was nach dem alten System gar nicht möglich wäre. Wie das neue Drachenloot-System funktioniert, wird sehr gut in dem Forum-Post von Sagiri-Fan erklärt. Den Link zu dem Post habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr etwas Liebe dalassen wollt. Grundsätzlich erklärt er in dem Forum-Post das neue Loot-System so, dass wir pro Auge 450 Drachenwichtung erhalten. Die maximale Drachenwichtung, die wir zusätzlich zu der Wichtung durch die Augen dazu bekommen können, ist beim ersten Platz 1300, beim zweiten Platz erhält man zusätzlich bis zu 1100 Drachenwichtung und beim dritten Platz sind es 900. Wie viel Drachenwichtung man für die niedrigeren Plätze erhält, kann ich nicht genau sagen, da hier die Angaben der Leute im Forum und in der Kommentarspalte des Skyblock-Wikis etwas variieren. Welche Drachenwichtung nötig ist, um die verschiedenen Items zu erhalten, habe ich euch mal hier eingeblendet. Wie man sehen kann, muss man mindestens 2000 Drachenwichtung erreichen, um eine Chance auf jeden Drop zu haben. Und die Skyblock-Entwickler haben sogar ein Herz für Leecher gezeigt, denn so ist es nun möglich, ohne dass man selber Augen platziert, ein paar Schuhe, einen Helm oder ein Dragon Scale vom Drachenfight zu bekommen, wenn man Erster wird. Und beim Unstable Dragon würde es sogar reichen, wenn ihr nur Zweiter werdet und ihr hättet immer noch eine Chance auf die Travel Score zum Dragons Nest. Und falls ihr mal das Glück habt, gefragt zu werden, entspricht 100 Drachenwichtung ein Fragment. Und falls ihr beispielsweise 750 Drachenwichtung erreicht habt, da ihr warum auch immer nur ein Auge platziert habt und den Drachen auch nur einmal getroffen habt, habt ihr rechnerisch 750 Drachenwichtung und dann erhaltet ihr sogar ganze 8 Fragments. In seinem Forum-Post beschreibt Sagiri-Fan auch ein scheinbar neues System, was dafür sorgt, dass wenn der Schadensunterschied beispielsweise zwischen dem ersten und dem zweiten Platz zu groß ist, dass der zweite Platz bis zu 100 Drachenwichtung abgezogen bekommen kann, wenn das Verhältnis niedriger als 1 zu 0,75 ist. Also wenn der erste Platz 10 Millionen Schaden am Drachen macht, darf der zweite Platz nicht weniger als 7,5 Millionen Schaden machen, da er sonst weniger Drachenwichtung für seine Platzierung erhält. Wie zutreffend das beschriebene System ist, kann ich aber leider nicht sagen, da ich diesbezüglich keine offiziellen Aussagen von Admins gefunden habe, obwohl die Kommunikation der Admins sonst immer super mit der Community ist. Doch genug zu den Grundlagen des neuen Drachenloot-Systems. Die meisten von euch werden wahrscheinlich nur wissen, ob es sich nun lohnt, Drachen zu machen oder nicht. Dafür habe ich ein paar Zahlen in Tabellen geschmissen und geguckt, was rauskommt. Zunächst haben wir hier oben die Preise für ein Auge, dann wird hier ausgewählt, wie viele Augen man platziert und welchen Platz man erreicht. Daneben habe ich die durchschnittlichen Verkaufspreise der Drops der Drachen aufgelistet und da ich diesmal in die Berechnung auch die Fragmente mit einbezogen habe, die man beispielsweise zu einem Rüstungsteil noch dazu bekommt, habe ich hier auch die durchschnittlichen Fragmentpreise jedes Drachen aufgelistet. Für jeden einzelnen Drachen habe ich dann wieder die möglichen Drops aufgelistet mit der benötigten Drachenwichtung und der Dropchance, welche sich je nachdem, welche Drachenwichtung man erreicht, verändert. Dabei habe ich auch angenommen, dass immer eine 5%ige Chance besteht, dass man gefragt wird. In der Spalte darunter habe ich die Werte der Items, darunter steht, wie viele Fragmente man zusätzlich zu den Items bekommen würde. Der tatsächliche Gewinn ist dann die Summe aus der Werte der Items und der Fragmente minus dem, was man für die Augen bezahlt hat. Und der prozentuale Gewinn ist einfach das Produkt aus der Drop-Chance und dem Gewinn. Die Berechnung habe ich dann für alle 7 Drachen durchgeführt und hier unten dann den Gewinn jedes Drachen nochmal mit der Spawn-Chance des Drachen multipliziert, da nicht alle Drachen die gleiche Spawn-Chance haben. So würde es beispielsweise bedeuten, wenn man 2 Augen platziert und Dritter wird, man eigentlich bei jedem Drachen aus der Superior Verlust macht, was insgesamt dazu führen würde, wenn man immer 2 Augen platziert und jedes Mal Dritter wird, etwa 3,8k Coins Gewinn auf Dauer machen würde. Kommen wir nun zu der Auswertung. Dort bin ich von dem Fall ausgegangen, dass man entweder 2 Augen platziert, was einer typischen Drachenparty entspricht, und mindestens Vierter wird, denn wenn ihr an einer Drachenparty teilnehmt und nicht mal Vierter werdet, würde ich euch empfehlen, euren Bildschirm einzuschalten, wenn ihr einen Drachen bekämpft, auch wenn es sehr ehrenhaft ist, dass ihr die Umwelt schonen wollt.
Aber wenn ihr wirklich die Umwelt schonen wollt, klickt einfach die Glocke, nachdem ihr mich abonniert habt, da ihr dann nicht ständig auf euer Mobilfunkgerät schauen müsst, um zu wissen, wann ein neues Video kommt, da ihr dann eine Benachrichtigung erhaltet. Und auch für den Fall, dass man 3 oder 4 Augen platziert, habe ich einmal den durchschnittlichen Gewinn hier aufgelistet. Wie man an den Werten erkennen kann, macht man am meisten Gewinn, wenn man 2 Augen platziert und Erster oder Zweiter wird. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man auch 3 Augen platzieren, da man dann sogar Vierter werden kann und trotzdem noch auf Dauer etwas Gewinn machen würde. Aber 4 Augen platzieren lohnt sich absolut nicht mehr, da egal welchen Platz ihr erreicht, auf Dauer nur Verlust machen werdet. Also wenn ihr mal wieder ein Greater Backpack voll mit Augen geplaced habt und trotzdem Verlust gemacht habt, liegt es nicht daran, dass ich mich verrechnet habe, sondern daran, dass nur ein einziger Greater Backpack voll mit Augen war. Wenn ihr wollt, habe ich euch auch einmal die Tabelle zur Verfügung gestellt, falls ihr dort selber etwas rumrechnen wollt. Dafür müsst ihr, wie auch bei jedem anderen Spreadsheet, einfach eine Kopie der Datei erstellen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei euren nächsten Drachenfights und noch einen wunderschönen Tag und ciao!